Mein Name ist Sigurd Rink, ich bin der evangelische Militärbischof für die Bundeswehr und blicke nun zurück auf 6 Jahre meiner Amtszeit zwischen 2014 und 2020. Und wir haben uns hier versammelt im Wald der Erinnerung, im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam, weil hier viel an Erinnerungsarbeit geschieht und an Blick auf die Auslandseinsätze, die die Bundeswehr gestaltet hat, und die Frage, wie sich die Seelsorge für die Soldatinnen und Soldaten in dieser Zeit gestaltet. Wir gestalten die Seelsorge in der Bundeswehr mit 106 evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern und etwa 80 katholischen Pfarrern. Also knapp 200 Menschen sind da unterwegs, die für die Seelsorge der Soldatinnen und Soldaten zuständig sind, seit 1957, also seit Gründung der Bundeswehr. Und an allen großen Standorten der Bundeswehr sind Pfarrerinnen und Pfarrer und deren Pfarrhelfer unterwegs, um diese Seelsorge zu gestalten, um Gottesdienste und Andacht zu halten und den lebensgründlichen Unterricht für die Soldatinnen und Soldaten. Und natürlich schicken wir die Seelsorger auch mit in die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Sie sind in der Regel für jeweils 4 Monate dort. An den ganz verschiedenen großen und kleinen Standorten sind sie für die Soldaten da und haben ein offenes Ohr für die Nöte, die Probleme und die Herausforderungen in der Truppe. Wir befinden uns hier an der Stele, wo gedacht wird einer ganzen Reihe von Soldaten, die in Afghanistan und hauptsächlich auch in den sogenannten Karfreitagsgefechten gefallen sind. Und diese Stele schaut somit zurück auf einen der schwierigsten Einsätze und einen der verlustreichsten Einsätze, die die Bundeswehr hatte. In dem damaligen Mandat war die Bundeswehr ja noch direkt in Kampfeinsätzen auch beteiligt. Und die Karfreitagsgefechte, die in diesem Jahr ihren 10-jährigen Gedenktag hatten, weisen darauf hin, dass Soldaten und Soldatinnen eben auch immer in ihrem Leben und Wirken vom sogenannten scharfen Ende her denken müssen, also von der Gefechtslage. Und ich glaube, dass gerade in diesem Zusammenhang die Seelsorge für die Soldatinnen und Soldaten sehr wichtig geworden ist. Sowohl für die Menschen, die dort verletzt wurden, aber auch für die Angehörigen, die natürlich ein enormes Maß an Trauer und auch Verlusterfahrungen zu verkraften hatten. Und auf noch etwas weist diese Stele hin. Es gibt ja zurzeit eine sehr aktuelle politische Diskussion über das Thema von Drohnen, die dazu da sein sollen, auch die Soldaten in ihren jeweiligen Einsätzen und Patrouillen auch zu behüten und zu beschützen. Und damit soll gegeben sein, dass ein bestmöglicher Schutz für unsere Soldaten gegeben ist. Ich glaube, eine Forderung, die ganz zu Recht erhoben wird, denn die Gefährdungssituationen in den Auslandseinsätzen sind schon enorm. Wir befinden uns hier am zentralen Platz dieser Gedenkstätte, dem Wald der Erinnerung in Schwielowsee bei Potsdam, am sogenannten Ort der Stille. Inzwischen ist es so, dass in immer mehr Auslandseinsätzen der Bundeswehr auch Räume der Stille oder auch Kapellen eingerichtet werden, um einen ruhigen Ort haben, an dem Menschen zur Ruhe kommen, sich setzen können, stehen können, im Angesicht des Kreuzes und auch des, wie man sagen könnte, ewigen Lichtes, was sich hier entsprechend findet.
Und solche Orte zu haben, mitten im Trubel des Einsatzgeschehens oder mitten im Trubel des Alltages, wo man einfach einmal zur Ruhe kommen kann, zu sich selbst kommen kann, Gedanken finden kann oder auch ein stilles Gebet sprechen kann, das ist in der Wirklichkeit von Bundeswehr, von Streitkräften und für Soldatinnen und Soldaten von ganz großer Bedeutung. Wir stehen hier vor einem rekonstruierten Ehrenmal des Einsatzes in Kunduz, Afghanistan, und die Namen der gestorbenen Kameraden sind auch wieder klar ersichtlich. Es war ja einer der schwierigsten, komplexesten und gefährlichsten Einsätze, die die Bundeswehr hatte und in Teilen eben auch noch bis heute hat. Und für die Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten war dieser Einsatz von ganz besonderer Bedeutung, weil über die Jahre und man muss ja fast sagen Jahrzehnte hinweg natürlich die Einsatzbegleitung der Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan auf diese Weise stattgefunden hat. Ich erinnere viele Auslandseinsatzbesuche, in denen genau diese Ehrenmäler eine große Rolle spielen, zum Beispiel in Masar-e Sharif, wo man sich immer wieder sammelt, zur Ruhe kommt, auch im Gedenken an die gefallenen Kameraden, die dort ihren Platz gefunden haben. Das ist hier ein Blick auf die Balkaneinsätze, die die Bundeswehr geleistet hat im Laufe, man muss fast sagen, von Jahrzehnten. Der SFOR-Einsatz, der KFOR-Einsatz, der nun im 21. Jahr ist. Und für mich selbst ist dieser Einsatz von einer ganz besonderen Bedeutung, weil noch bevor ich überhaupt kirchlich in mein Amt eingeführt war, im Festgottesdienst, habe ich meinen ersten Einsatzbesuch im Kosovo gehabt. Und das war für mich ganz besonders eindrücklich, da erstmals die Einsatzrealität in einem großen Feldlager wahrzunehmen, Gottesdienst zu feiern und auch die Bedrohungslage in einem solchen Land entsprechend wahrzunehmen. Und ich glaube, dass die Balkaneinsätze zweierlei zeigen. Zum einen, dass das Friedensengagement der Bundeswehr einen ganz langen Atem braucht, bis es wirklich zu seinem Erfolg und zu seiner Nachhaltigkeit kommt. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, für Soldatinnen und Soldaten auch besonders wichtig, dass es wirklich Einsätze gibt, wie man hier erleben kann, die zu einer nachhaltigen Befriedung einer Region führen können. Wir sind hier in der Gedenkstätte für nochmals den Afghanistan-Einsatz, aber diesmal in Bezug auf den Ort Kabul, also die Hauptstadt dieses Landes. Und ich selbst bin mehrfach dort gewesen und habe mir das Szenario dort, den sogenannten Käfig, wie man sagt, angeschaut. Und was ich besonders beeindruckend finde an diesem Ort des Gedenkens ist, dass er den Blick weitet von den Soldatinnen und Soldaten auch auf das Thema von Polizei und Polizeieinsätzen auch in diesen entsprechenden Einsatzgebieten. Und man sieht hier eine Gedenktafel von 3 Polizisten, die dort auch im Einsatz zu Tode gekommen sind. Und das weitet den Blick in ethischer Hinsicht auf das Thema der rechtserhaltenden Gewalt. Wir entsenden als Bundesrepublik Deutschland über das Parlament Menschen in diese Einsätze mit einer enormen Gefährdungslage. Und das macht eben nicht bei Soldatinnen und Soldaten Halt, sondern auch bei Menschen aus der Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch bei Polizisten, die dort in diesem Einsatz ihr Leben gelassen haben. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Debatte ist es sehr wichtig, an der Stelle nochmal deutlich zu machen, dass diese Menschen, die wir entsenden, dass denen eine enorme Würde auch zukommt und dass man mit Hochachtung dem begegnen muss, was Menschen an der Stelle für unser Gemeinwesen auf sich nehmen.
Wir befinden uns ja hier im Wald der Erinnerung und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht nur die zentrale Gedenkstätte gibt und die Ehrenmäler, die hier wieder aufgebaut worden sind, sondern es ist eben wirklich im wörtlichen Sinne auch ein Wald. Und in den vergangenen Jahren hat es ja eine starke Veränderung auch der Gedenkkultur gegeben, der Gestalt, dass es in Deutschland häufig auch Friedwälder gibt, wo Menschen sich zu ihrer letzten Ruhe bestatten lassen. Und hier ist es eben das Andenken an die Gefallene, die an jedem Baum hier in diesem Wald der Erinnerung auch seinen Platz hat, auch mit sehr persönlichen Erinnerungen an den jeweils Gefallenen. Und ich denke, dass es ein schönes Symbol des Lebens insgesamt, aber auch des Christentums ist, dass inmitten dieses Gedenkens auch an Tod und Verwundung und Gefallene immer wieder das Leben seinen Raum nimmt, im Rhythmus der Jahreszeiten und immer wieder neues Grün, so wie wir es gerade hier erleben können, auch seinen Platz hat. Die 3 Choräle, die wir von der Trompete gehört haben, die Militärmusik, haben uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Erinnerungs- und Gedenkkultur in der Bundeswehr ist. Die Militärmusik ist ein echter Schatz, den man an der Stelle wirklich auch erleben und entdecken kann und der einen mitnimmt auf eine ganz sinnliche Weise in das Erinnern und Gedenken. Deswegen möchte ich an dieser letzten Station im Zeichen der Kreuze und der ewigen Lichte, die hier aufgebaut sind, nochmal Rückschau halten auf diese 6 Jahre der Amtszeit. Und ich muss sagen, dass ich auch ganz persönlich in meiner eigenen Theologie und in meinem eigenen Glauben gewachsen bin durch die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld von Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten. Denn das, was wir im Rahmen unseres Landes Menschen zumuten, die ethischen Herausforderungen, in denen sie sich bewegen, die moralischen Zwiespalte, in denen sie sich bewegen, ist enorm. Und das verbindet sich vielleicht ganz besonders mit dem jetzt langsam im Entstehung begriffenen Begriff der moralischen Verletzung, die wir eben auch Menschen zumuten. Und ich glaube, dass es angezeigt ist, auch gerade für die großen Kirchen, aber jüngst jetzt auch für die jüdische Militärseelsorge, dass wir eine solche Ethik im Ernstfall auch für uns annehmen und Menschen begleiten auf diesen Wegen. Als Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer, als Pfarrhelferinnen, als Pfarrhelfer, demnächst auch als Militärrabbiner. Und ich wünsche von daher ganz von Herzen diesem Arbeitsfeld, dass es sich auch in Zukunft zum Wohl der Soldaten ausprägt und weiter Gestalt gewinnt und dass Menschen auf diese Weise bestmöglich begleitet werden können. Gottes Segen für diese Wege.